bitte um Aufmerksamkeit, um das Wahlergebnis zu verkünden. Ich stelle folgendes Wahlergebnis fest. Abgegebene Stimmzettel 88, gültige Stimmzettel 88, ungültige Stimmzettel 0. Auf dem Wahlvorschlag entfallen Ja-Stimmen 51, Nein-Stimmen 33, Enthaltung 4. Damit hat der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, des BSW und der SPD, die gemäß Artikel 70 Absatz 3 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Thüringen und § 47 Satz 1 der Geschäftsordnung erforderliche Mehrheit der Mitglieder des Landtages erreicht. Ich stelle fest, dass der Landtag Herrn Abgeordneten Mario Vogt zum Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen gewählt hat. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Vogt, nehmen Sie die Wahl an? Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Wahl und wünsche Ihnen für die Amtsausübung zum Wohle des Freistaates Thüringen alles Gute. Wir kommen nun zur Vereidigung. Herr Ministerpräsident, Sie bitte ich, nach vorne zu kommen. Die weiteren im Plenarsaal anwesenden Personen bitte ich, sich von den Plätzen zu erheben. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Vogt, ich verlese nun die in Artikel 71 der Verfassung des Freistaats Thüringen vorgeschriebene Eidesformel und bitte Sie, diese Eidesformel nachzusprechen. Sie können den Eid anschließend mit den Worten „So wahr mir Gott helfe“ bekräftigen. Die Eidesformel lautet: Ich schwöre. Ich schwöre. Dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen. Meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen. Verfassung und Gesetze wahren. Verfassung und Gesetze wahren. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch. Hey Leute, was passiert, wenn jemand mit Stimmen der Linken Ministerpräsident wird? Und was sagt es aus, wenn derjenige unter dem Verdacht steht, seine Doktorarbeit abgeschrieben zu haben? Genau das ist in Thüringen geschehen. Mario Vogt hat es geschafft. Doch ist so jemand wirklich der Richtige, um ein Bundesland zu führen? Wir schauen uns an, was in seiner ersten Rede wirklich gesagt wurde und warum das Ganze mehr als nur fragwürdig ist. Bleibt dran, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit wir gemeinsam die Dinge hinterfragen können. Ich freue mich auf eure Kommentare. Auf geht's! Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Thüringerinnen und Thüringer,
Heute hier als Thüringer stehen zu dürfen, ist eine große Ehre, erfüllt mich mit viel Demut und Respekt. Und ich weiß, das ist jetzt die schönste Verantwortung, aber auch die herausforderndste Aufgabe, Ministerpräsident von Thüringen zu sein. Und ich bin Ihnen sehr dankbar für die Möglichkeit, dass wir gemeinsam unser Heimatland führen können. Schönen Dank dafür. Die neue Landesregierung und ich höchstpersönlich werden jeden Tag mit voller Zuversicht, mit viel Kraft, aber vor allen Dingen auch mit dem festen Willen unser Land führen und unserem Land dienen. Weil der Geist der Zusammenarbeit und einer neuen politischen Kultur, der auch davon lebt, dass wir mit Tradition, mit Innovation, mit Bodenständigkeit und Zuversicht Thüringen prägen, der macht uns aus. Und das liegt häufig auch in Händen von Persönlichkeiten, die unseren Freistaat geprägt haben, die mit Herz und Verstand Thüringen geführt haben. Und deswegen will ich zuallererst meinem Vorgänger danken. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Bodo Ramelow, 10 Jahre lang haben Sie unserem Heimatland gedient. Sie haben es durch schwierige Zeiten geführt, die nicht immer einfach waren. Da ist sicherlich manche Silberlocke gewachsen. Und ich kann nur sagen, Sie haben Thüringen in gesellschaftlichen Spannungen, wirtschaftlichen Veränderungen und politischen Herausforderungen geleitet. Und das Amt des Ministerpräsidenten haben Sie stets mit einer gewinnenden Herzlichkeit geführt. Und deswegen kann ich Ihnen im Namen aller Thüringerinnen und Thüringer herzlichen Dank sagen für Ihren Einsatz für Thüringen. Ich grüße auch Ihre Vorgänger. Dieter Althaus ist ebenso hier. Er ist als Verfechter der sozialen Marktwirtschaft jemand gewesen, der den Grundstein für den wirtschaftlichen und gedeihlichen Erfolg Thürings gelegt hat. Er ist ein wichtiger Ratgeber und jemand, der auch jetzt in einer neuen Lebensperspektive wieder ganz erfolgreich ist. Deswegen, lieber Dieter Althaus, danke für deinen Einsatz für Thüringen und darüber hinaus. Ich blicke auch auf Christine Lieberknecht, die heute unter uns ist, mit ihrem stets weiten Herzen und klaren Blick für die kleinen und die großen Belange der Menschen hat sie vor allen Dingen die soziale Verantwortung in den Mittelpunkt gerückt. Und deswegen, liebe Christine Lieberknecht, auch danke für deinen Einsatz. Meine Gedanken sind heute auch bei Bernhard Vogel, der leider nicht unter uns sein kann. Er ist mir immer ein Vorbild. Ein Mann, dessen Wort gilt und dessen Taten auch Ausweis sind für eine glaubwürdige Überzeugung als Christ und als Demokrat. Und vieles, worauf wir heute aufbauen können, trägt seine Handschrift. Und deswegen grüße ich ihn nach Speyer in die Rekonvaleszenz und kann deswegen sagen, ich bin stolz, er hat unser Land gut geführt und in dieser Tradition wollen wir es fortsetzen. Heute ist ein neues Kapitel, heute ist ein Tag des Aufbruchs, an dem wir zusammenkommen, um auf dem Fundament aufzubauen, was in den letzten Jahrzehnten entwickelt worden ist, aber eben auch, um nach vorne zu blicken. Und ich sage das im vollen Bewusstsein, dass ich der erste Ministerpräsident unserer Heimat sein werde, der den Großteil seines persönlichen Lebens im geeinten Deutschland vollzogen hat. Das bedeutet, dass wir eine neue Generation sind, die trotzdem klar im Blick haben muss, was unsere Traditionen, was unsere Werte sind, die uns ausmachen, die Geschichte. Es bedeutet nicht im Gestern zu verharren, sondern auch darauf mutig zu blicken, was wir aus den Erfahrungen, aus den Prägungen heraus der friedlichen Revolution an Großartiges für Deutschland geleistet haben. Und diese besondere Perspektive als jemand aus den neuen Bundesländern, als Ostdeutscher, ist mir wichtig, weil eines klar sein muss. Thüringen kommt zuallererst, aber wir sind für die Menschen in diesem Land da und müssen sie auch nach außen darüber vertreten, weil das Wichtige meiner Generation ist, deutlich zu machen, wir sind ein selbstbewusstes Land und wir können stolz sein auf diese Heimat, die wir aufgebaut haben. Und das bedeutet auch, sowohl an die nächste Generation zu denken,
wie auch an die Generation, die vor uns gewesen ist. Und ich sage das im vollen Bewusstsein, die Generation meiner Eltern hat mit der friedlichen Revolution die Freiheit möglich gemacht. Aber sie hat auch viele Veränderungen erleben und durchleben müssen. Arbeitsstellen gingen verloren, neue Arbeit und neue Fähigkeiten mussten erworben werden. Und diese kleinen und großen Veränderungen in der Gesellschaft, die haben viele geprägt. Und das immer wieder im Blick zu behalten, ist für mich wichtig, weil wir müssen für so eine Generation auch Sachwalter sein, wenn es um die gesellschaftlichen Fragen von Rente, von Pflege geht. Auch für die Frage, was da geleistet worden ist und welche manchmal auch familiären Brüche damit einhergingen. Und deswegen will ich das auch sagen, das wird nur funktionieren, wenn wir die Gesellschaft auch als Familie begreifen. Und meine Eltern sind heute hier, sie sind prägend für mich gewesen und ohne sie, ohne die Unterstützung meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder stünde ich heute nicht hier. Und deswegen möchte ich Ihnen ganz besonders danken für das, was Sie ermöglicht haben. Meine Schwiegereltern sind auch hier, bevor ich enterbt werde, also auch denen danke. Ich glaube, wenn man auch in diesem Generationenbild denkt, dann ist mir wichtig, ich bin in einem 120 Einwohner-Dorf groß geworden. Jetzt lebe ich in der zweitgrößten Stadt Thüringens. Das ist ein großer Spannungsbogen, den wir in Thüringen haben. Und diesen Spannungsbogen, den müssen wir auch in unserem politischen Handeln wiederfinden. Weil es macht einen Unterschied, ob ich in einem kleinen Dorf bin oder in einer größeren Stadt. Aber es darf in unserer politischen Wertung keinen Unterschied machen. Weil egal, wo man in Thüringen lebt, müssen die Menschen die besten Chancen bekommen. Und das ist der Anspruch, für den ich jeden Tag, für den unsere Regierung jeden Tag kämpfen will. SPD, BSW und die CDU haben sich 6 besondere Schwerpunkte gegeben in unserer politischen Arbeit. Sie stehen im Regierungsvertrag und sie sollen uns jeden Tag anspornen und von Beginn an leiten. Das erste ist, dass Bildung im Zentrum unserer Politik steht, weil sie der Schlüssel zu individuellen Chancen unserer Gesellschaft ist. Das, was wir unseren Kindern ermöglichen, dass Unterricht stattfindet, ist eine Chance für die zukünftige Generation unseres Landes. Und deswegen wird Bildungspolitik ein Schwerpunkt unserer Regierungsarbeit sein, weil wir eines wollen, dass die Thüringer Kinder bestmöglich auf das Leben vorbereitet sind. Und das ist der Maßstab, wie wir Politik machen wollen. Thüringens Wirtschaft braucht Impulse und muss von bürokratischen Fesseln befreit werden. Das wird ein zweiter Schwerpunkt sein. Weil gerade in diesen schwierigen Zeiten geht es darum, dass wir Arbeitsplätze sichern, dass wir neues Wachstum gemeinsam organisieren und im Sinne der sozialen Marktwirtschaft einen Rahmen vorgeben, wo die Menschen ihren persönlichen und die Unternehmen ihren persönlichen Ideen nachstreben können. Und das bedeutet für mich, auch der nächsten Generation, sichere Arbeitsplätze in Thüringen zu ermöglichen und eine Wirtschaftspolitik, die wieder dadurch hervorsticht, dass wir was Besonderes sind. Und stellen Sie sich vor, kein Handy dieser Welt kommt ohne Technologie aus Thüringen aus. Kein Raumschiff dockt an der Internationalen Raumstation an, ohne dass Thüringer Ingenieure daran mitgewirkt haben. Und mit diesem Selbstbewusstsein müssen wir auch wieder deutlich machen, wir haben echt was drauf. Wir sind nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch der Tüftler und Bastler. Und diese Wirtschaft, die kann Deutschland bereichern und die kann die Welt bereichern. Und dafür werden wir jeden Tag streiten, auch in der politischen Regierung. Damit ein dritter Schwerpunkt Wirklichkeit werden kann, geht es um ein modernes und verlässliches Gesundheitssystem. Weil das bildet das Fundament für eine Gesellschaft. Egal, wo man in Thüringen lebt, muss die Möglichkeit zu bester medizinischer Versorgung gewährleistet werden. Es darf nicht abhängig sein von der Postleitzahl, ob ich Zugang zum Arzt oder Apotheker habe oder nicht. Und genau deswegen wird die Frage eines modernen, verlässlichen medizinischen Systems in Thüringen, das für die ganze Bevölkerung im ganzen Land verfügbar ist, ein dritter Schwerpunkt unserer Arbeit sein. Der vierte,
Die Gestaltung der Migration erfordert Klarheit und Menschlichkeit. Zuwanderung bringt für Thüringen Chancen, schafft aber auch Herausforderungen, denen man nicht ausweichen darf. Gerade die Frage von Wohnungssuche, Bildungssystem, Integration, Spracherwerb sind Themen, denen wir uns gemeinsam widmen müssen. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt ist nur dann möglich, wenn klare Regeln existieren. Und wir laden Menschen ein, die hier arbeiten, die hier leben, die hier sich an unsere Regeln halten wollen, mitzutun, weil das bereichert unser weltoffenes Land und dafür treten wir ein in einer Migrationspolitik, die durch Klarheit und Menschlichkeit geprägt ist. Der 5. Schwerpunkt der Regierung wird ein neues Miteinander zwischen kommunaler Familie und zwischen dem Land sein. Das hat damit zu tun, in Zeiten schwieriger finanzieller Situationen, wo alle den Gürtel enger schnallen müssen, wird es darum gehen, sicherzustellen, dass da, wo die Menschen den Staat als erstes erleben, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, dass sie dort eine vernünftige Schullandschaft, eine ordentliche Infrastruktur, eine Leistungsfähigkeit, eine wirtschaftliche Dynamik erleben, die wir ins Zentrum rücken wollen und wo wir für jeden Bürgermeister, wo wir für jeden ehrenamtlich Engagierten, wo wir für jeden Gemeinderat dankbar sind und die auch in ihrer Arbeit unterstützen wollen. Und das ist ein 5. Schwerpunkt. Und last but not least, ich stünde nicht hier und würde darüber reden, dass eine neue Generation Verantwortung übernimmt, wenn es uns nicht wichtig wäre, dass dasselbe Staatsverständnis, was uns immer geprägt hat, Bürgernähe, Modernität, dass das auch zukünftig unser Schwerpunkt sein wird. Wir wollen eine digitale, bürgernahe Verwaltung sein, wo in Thüringen Dinge schneller passieren. Und wir wollen Thüringen zum digitalen Vorzeigeland machen, weil die Menschen haben einen Anspruch darauf, dass das gut in Thüringen funktioniert. Das sind alles Aufgaben, die vor uns liegen und diese Themen wollen wir nicht isoliert betrachten, sondern ganzheitlich. Wir wollen sie genauso angehen, pragmatisch, an den Alltagssorgen der Menschen orientiert. Und wir wissen, dass die besten Lösungen nicht hinter verschlossenen Türen entstehen, sondern im Dialog miteinander. Mit den gesellschaftlichen Gruppen, aber vor allen Dingen auch hier im Hohen Haus. Und ich lade Sie alle ein, dass Sie genau an dieser Diskussion mitwirken, mit Ihren Ideen, mit Ihren Vorschlägen, auch mit der Hitzigkeit, die manchmal in der parlamentarischen Debatte mit dazugehört, aber immer im menschlichen Umgang und mit dem Ziel, das Beste für Thüringen zu erstreiten. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass das heute eine Wahl im ersten Wahlgang gewesen ist, weil das auch ein Zeichen ist, dass wir zueinander und miteinander dieses Thüringen führen wollen. Und deswegen bin ich dankbar für diejenigen, die mich heute gewählt haben. Und ich will mir auch den Respekt und die Zustimmung derjenigen erwerben, die trotzdem logischerweise in der Opposition zu einer Regierung stehen, weil unser Ansporn muss immer sein, das Beste für die Menschen in diesem Freistaat rauszuholen. Und diesen Geist habe ich heute hier gespürt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Unser Ziel ist eine Zusammenarbeit, die auf Vertrauen und Respekt basiert, die deutlich macht, dass wir den Auftrag annehmen. Wir werden das Leben der Menschen einfacher machen, Thüringen zum Guten verändern und dafür für eines sorgen. Und das erleben Sie, wenn Sie auf Weihnachtsmärkten unterwegs sind, wenn Sie mit Bürgern im Gespräch sind. Momentan haben die Menschen das Gefühl, dass die Welt sich auf eine wahnsinnige Art beschleunigt, gefährlich wird. Vor unserer Haustür gibt es eine Kriegssituation. In Frankreich zerbricht gerade eine Regierung. Nächste Woche gibt es die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag. Wir sind verantwortlich hier für unsere Heimat. Und das auf eine Art und Weise zu machen, dass dieses grüne Herz Thüringen, dass die Seele unseres Landes, dass die Region, wo wir sind, mit großer Zuversicht auch in die Zukunft gehen kann, das ist mein Maßstab. Und ich kann Ihnen sagen, Thüringen ist kein Punkt auf der Landkarte. Das ist für mich ein lebendiges Versprechen. Versprechen, das schon unsere Vorfahren uns gegeben haben. Dass harte Arbeit belohnt wird, dass Freiheit Verantwortung verlangt und dass jeder Mensch die Kraft hat, sein Leben gut zu meistern. Und dass der Staat denjenigen hilft und unterstützt, die dazu gerade nicht in der Lage und fähig sind.
Und ich glaube, wenn wir das angehen, dieses Versprechen, dann erfüllen wir das, was der Glasbläser im Thüringer Wald mit moderner Technik und altem Wissen und Tradition macht. Dann erfüllen wir das, dass eine junge Unternehmerin in jener Quantentechnologie quasi weltweite Maßstäbe setzt. Dann erfüllen wir den Landwirt, der jetzt gerade in Nordhausen den Hof übernommen hat und darüber nachdenkt, wie er seine Zukunft gestaltet. Und ich glaube, das muss unser Maßstab sein, dass die Menschen dieses Landes spüren, der Glaube an den Fortschritt von morgen ist auf Werten, die uns immer stark gemacht haben, die Thüringen immer wieder nach vorne geführt haben, die vor allen Dingen aber auch eines ausdrücken, dass eine neue Landesregierung dafür arbeitet und sich mit Mut und Zuversicht den Aufgaben stellt, die morgen kommen werden. Ich habe kürzlich im Gottesdienst einen Satz gehört von der österreichischen Dichterin Christine Lavand, der hat mich sehr bewegt. Angst legt dich schlafen, Hoffnung zieh dich an. Du musst mit mir gehen, schnür die Schuhe fester. Diese Schuhe schnüren wir jetzt fester. Wir gehen genau an diese Zukunft ran. Das Tiefe in uns ruhende, schlummernde manchmal, Verborgene, das, was uns manchmal zurückhält, diese Hoffnung, die müssen wir aufstoßen. Menschen, die gerade die Zuversicht verloren haben und die Hoffnung, denen wollen wir sagen, wir packen das gemeinsam an. Das heißt nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten oder Problemen, aber das heißt, dass wir etwas erreichen können, wenn wir Mut zur Verantwortung haben, wenn wir Thüringen und seine Menschen als Maßstab begreifen, es als Land nach vorne bringen wollen, hier als Abgeordnete im Hohen Haus, gemeinsam mit Vertreterinnen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kirchen, der Kultur, der Zivilgesellschaft, Tag für Tag. Das werden wir angehen. Und wenn das uns prägt, dann bin ich zuversichtlich, dass wir Thüringen in ein neues Kapitel führen. Ein Kapitel, was auf einem stabilen Wertefundament mit einem neuen Schwung, mit einem neuen Aufbruch, einen Neuanfang bedeutet, in einem Miteinander, aber auch im gemeinsamen Reiben für die beste Sache. Lassen Sie uns die Thüringer im Blick behalten. Wir als Regierung aus SPD, BSW und CDU werden das tun. Und wir laden Sie alle ein, mitzutun. Und ich bin dankbar auch für die Dialoge, die wir jetzt etabliert haben, weil so wird es werden. Deswegen schönen Dank, Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet, Gottes Segen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.